Hallihallöchen und herzlich willkommen wieder zurück beim einzig wahren Seher auf YouTube. Was geht ab? Ich hoffe, ihr seid wieder bereit für eine neue Reaction. Bevor ich es vergesse, bitte lasst auf jeden Fall einen Subscriber da. Wäre richtig geil als Geburtstagsüberraschung am 25.04. 25.04. genau. Am 25.04. Jetzt sage ich es mit Absicht schon wieder, oder? 25.04. habe ich nämlich Geburtstag und da den Tausender stehen zu haben, wäre natürlich richtig geil. Bitte nicht aus Mitleid, schaut euch gerne mal die Reaction an. Wie findet ihr mich? Und dann entscheidet gerne selber, ob es wert ist. Ich glaube schon, denke ich mal, irgendwie so in irgendeinem Universum. Andere Realitäten, was auch immer. Und denkt dran, ich bin heute ein bisschen geladen. Ich bin jetzt schon zum 3. Mal aus Diablo 4 rausgeflogen. Wir haben hier schon 2,5 Stunden Wartezeit hinter uns. Wir haben hier auch schon ein bisschen was, ja, ihr wisst. Deswegen ein bisschen geraged. Es kann sein, dass ich heute mal übermotiviert bin bei der Reaction, um einfach ein bisschen Power wegzubekommen. Und was schauen wir denn an? Wir schauen Malternativ an. Stimmt das, was das Ausland über Japan denkt? Ich finde solche Videos immer sehr interessant. Und das heißt, ich finde es einfach interessant. Ich glaube, das war die Botschaft. Denkt dran, unten in der Beschreibung ist das Originalvideo. Schaut auf jeden Fall währenddessen mein Video an und sein Video könnt ihr muted durchlaufen lassen. Und ein Like, Dislike, wie ihr es natürlich gefunden habt, wäre auch nicht verkehrt. So, let's go. Was ist das Erste, an das du denkst, wenn... Jo! Geil! Bin wie ein wilder Stier. Ha! Und nach der Keilerei trinke ich ein Bier. Nice! Kevin, vielen lieben Dank für den Primey. Richtig, richtig lieb von dir. Denk dran, du kannst 50 € Gutschein gewinnen, wenn du den Tresor richtig knackst. Also Ausrufezeichen Tresor, Leerzeichen und dann 4 beliebige Zahlen. Wenn du Japan hörst. Sushi? Und vielleicht als zweites dann direkt die Werbung dafür? Okay, ich wollte eigentlich sagen, was denke ich an Japan? Also was denke ich über Japan, wenn ich an Japan denke? Aber der erste Gedanke halt einfach Animes. Animes, I love it, überall. Zweitens, relativ viel Freiheit, was zumindest diese extravagante Kleidungsstil und alles sowas angeht. Ja, denke ich auch. Sushi gar nicht, weil ich bin kein Sushi-Liebhaber. Ne? Ich mag auch Sushi irgendwie nicht. Vielleicht habe ich auch noch nie geilen Sushi gegessen. Gut, alles, was mit Anime zu tun hat, also Manga, Merchandise, daran denke ich auf jeden Fall. Viele Handys und Billigprodukte, witzigerweise. So habe ich das im Kopf. Was denkt ihr drüber? Was denkt ihr als erstes, wenn ihr an Japan, wenn ihr Japan hört? Sorry. Kann man den Tresor auch falsch knacken? Oh ja, das geht. Aus dem 5. Stock werfen. Willst du unten stehen? Oh ja, geile Werbung. Ja, Japan kann ganz schön seltsam. Die Sushi-Werbung. Kann das nicht? Nach dem... Erstens, diesen Move habe ich zum ersten Mal in Maid Summer gesehen. Muss ich sagen. Dieses, wo dann was Rotes über einen anderen, also das gerade eben diesen, ich weiß nicht, wie nennt man das? Sorry, mir fehlen heute die Wörter, ich bin total geladen. Arbeit war stressig, Diablo ist noch stressiger. Und dieses ist einer der bescheuertsten Sachen. Ich glaube, die ganze Menschheit denkt über uns Deutsche so, oder? Und den Amerikanern sprechen wir heute über typisch japanische Stereotypen und was an denen dran ist. Aber vor allem, was nicht. Warum kennen Japaner... Technologie, extreme Leistungsgesellschaft von Kindesalter an, Kirschblüten und Anime wären mein ersten Gedanken. Coole Kombi. Was denken die anderen drüber? Die Farbe grün nicht. Sind Anime wirklich dem westlichen Schönheitsideal nachempfunden? Warum haben Japaner 3 Alphabete und ich kann sie alle nicht lesen? Und sind Japaner in Wirklichkeit die deutscheren Deutschen? Okay, nein, das stimmt schon mal nicht. Sogar japanische Rehe sind höflich. Aber woran denkst du denn jetzt zuerst, wenn du an Japan denkst? Anime, Schriftzeichen, Schlagsahne? Schreib mir deinen typischen Japano-Gedanken mal in die Kommentare. Aber halt dich dabei bitte an die Rahmenbedingungen. Ich mag seinen Humor einfach. Das trifft einfach. Ich bin genauso bescheuert. Aber jetzt mal ernsthaft. Wir sind heute hier, um ein bisschen was zu lernen und dabei zu lachen. Mehr One Piece. Auf Twitter hat mir jemand die Eingangsfrage mit Lucky Landing beantwortet. Und ich muss dann erstmal googeln, was das ist. Was ist das? Point of Interest in Fortnite.
Fortnite! わかった。 Vielleicht fällt euch ja was Gewaltvolleres Okay. dazu ein. Katana, Yakuza, Sumo. Warum habe ich nicht an Samurai gedacht eigentlich? Das ist schon selten dämlich. Samurais sind so cool. Ringen. Egal was dir einfällt, das Land der aufgehenden Sonne fasziniert uns aus dem Westen ja schon eine ganze Weile. 1542 haben 3 Portugiesen eher versehentlich mal Konnichiwa gelernt und dann gab es ein bisschen Handel hier und noch da und noch dort und das ist alles so gut gelaufen, dass man ein paar hundert Jahre gar keinen mehr rein oder rausgelassen hat. Also die Christen, die mussten raus. Fakt ist, Japan hatte eine Menge Zeit, allein zu sein. Und da hat sich dann entsprechend auch eine ganz eigene Kultur entwickelt. Aber ist das wirklich typisch japanisch? Also diese Spiele, die man immer wieder sieht, die sind schon wirklich skurril, aber ich denke mir, wenn die bei uns sowas wie Tat oder sowas anschauen, denke ich, haben die auch genau diesen Brainfuck und so, what? Weil die sind ja damit aufgewachsen. Ich sage einfach nur das beste Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ist, aber Japaner essen ja auch teilweise so Insekten oder auch so Seepferdchen, also wirklich auch etwas besondere Meerestiere, hätte ich jetzt mal so gesagt. Die sind damit aufgewachsen. Die finden das absolut normal. Und jetzt wir so jetzt im westlichen Länder rein, wenn wir das so sehen und essen das ganz normal und wir denken so, nee, das kann ja irgendwas nicht stimmen. Wir finden das abnormal und das ist einfach so irritierend, wenn sie dann 2 Welten aufeinandertreffen, die das überhaupt nicht so wirklich verstehen. Aber, wie gesagt, ich will nach Japan, witzigerweise 2 Kollegen, die ich damals also wirklich in der Jugend in League of Legends kennengelernt habe, die ich jetzt noch mit denen befreundet bin. Witzig, ne? Internetfreundschaften funktionieren schon auf Dauer. Die sind gerade in Japan und die posten jeden Tag coole Bilder. Und eigentlich habe ich voll Bock. Und das Geilste, der Witz dabei ist, mein Bruder ist gerade auch aktuell in Japan. Zufall? Ich glaube, das ist eine Botschaft, meine Lieben. Das ist eine Botschaft. Ich will nach Japan mit euch und ich mach's nicht wie ABK und poste ein Video und lüge euch an, dass ich Geld brauche, weil ich in Schulden bin. Nein, ich habe keine Schulden. Ich würde gerne nach Japan und würde wirklich gerne ein paar Vlogs drehen. Ich habe zwar noch nie einen Vlog gedreht, ich habe keinen blassen Schimmer, ob ich Qualität für sowas habe, aber darauf hätte ich auch Bock. Wirklich. Auch wenn ich gerne reisefreudiger Mensch bin, weil das ist so stressig zu reisen. Aber okay schon. Viele Lebensmittel aus dem Meer ist ja generell typisch für Inseln. Ja, das stimmt eigentlich auch wieder. Die kurze Antwort ist, halt dein Maul. Aber die lange Antwort ist eigentlich eine Frage. Wie authentisch zeigt denn bitte eine Reality-Show auf RTL 2 über die Geissens, wie Oh nein. Deutsche wirklich sind? Da gehen dir die Eier fliegen, sag ich dir. Robert! Lasst uns doch zum Aufwärmen kurz ein kleines Spiel spielen. Alles, was du dafür brauchst, ist dich. Gut, los geht's. Japanisch oder Chinesisch? Sushi? Chinesisch. Kanji? Chinesisch. Yin und Yang? Okay, das ist Japanisch. Nein, das ist natürlich auch Chinesisch. Genauso wie chinesische Glückskekse. Ach nee, die kommen jetzt aus Japan. Und dieser typisch chinesische Was jetzt? Gong, der kommt von uns aus dem Westen. Der ist quasi so chinesisch wie in einem japanischen Restaurant beim All You Can Eat, nur Pommes und Chicken Strips mit Stäbchen zu essen und dann Namaste zu sagen, wenn der Kellner dir dein Kölsch sprengt. Morgens, mittags. Darf Ach, daher kommt das. Ich hab mal ein Lied darüber gehört und ich wusste nicht, dass es ein Meme ist. Nein, wie geil. Saufen. Morgens, mittags, abends, ich will saufen. Ich glaube, es ist aber ein anderes Lied jetzt, also nicht bitte irritieren lassen. Was habe ich denn hier verpasst? Wir sind alle geladen, also alle haben gesagt, ich soll jetzt Reaction machen, weil die Warteschlange schon seit über 2 Stunden ist. Ich bin schon 3-mal rausgeflogen aus Diablo 4. Alle haben gesagt, ich soll Reaction machen, es geht nicht anders. Dafür sind wir ja heute zur extra spicy Gehirn-Yoga-Stunde angetreten. Und wenn dir diese investigative Meisterleistung gefällt, dann kannst du dem Oya Yubi mal kurz ein High One geben. So, Seite 3, das Video kann anfangen. Vorurteil Nummer 1. Alles in Japan ist niedlich. kawaii. Oh, der Anime ist auch geil. War das nicht Spy irgendwas? Nee, wegen Sub von dir. Ach so, ich habe eine Wette verloren. Ich habe ein Party gesagt, innerhalb von 1 Stunde fliege ich nicht vom Server. Er hat gesagt, ich wette 2 Subs dagegen. Und ja, ich habe verloren. Innerhalb von 5 Minuten. Er hat nicht mal sein Bier aufmachen können. Durch die größte Stadt der Welt treiben. Überall Geschäfte, Restaurants und dann auf einmal Kawaii. Und dieser absolut hässliche Hello Kitty Shinkansen. Ich hasse alles da dran. Was? Drin wird's noch schlimmer. Was? Oder dass japanische Züge so schnell fahren. Alter, das sieht wie das Innere von der Tinkerbell aus.
Junge! Ach du Scheiße. Ich wollte jetzt nicht vulgär werden, ihr wisst, was ich meine. Das war Andeutung auf How I Met Your Mother. Ah, das gibt's echt nicht. Junge. Jede Sekunde zu lange dem Teil wäre absolute Körperverletzung. Diese Katze kann winken. Was kannst du? Müll schlucken und Müll abholen. Gut, das erklärt einiges. Okay, nein, wir beruhigen uns. Der Hello Kitty Schnellzug kann zum Beispiel pünktlich Schnell abfahren und ankommen. Ne, da denkt man erst, es wäre eine deutsche Tugend, dass irgendwas nicht zu spät passiert. Aber nein, in Japan zahlt der Zugfahrer, wenn es zu spät weitergeht. Was? Stell mal vor, du kriegst weniger Gehalt, weil du eine Minute drüber bist. Dass da nicht schon ein paar Leute Arme verloren haben? Aber wenigstens fährst du in einem süßen Zug. Kawaii! Das ist doch das Letzte, was du sehen willst. Aber das sehen viele als letztes. Hast du dir mal die Self-Delete-Rate in Japan angeguckt? Da ist quasi jedes 10.000. Notizbuch wirklich eine Death Note. Das war jetzt ein kleiner Ach du Scheiße. Egal, zurück zum Zugführer. Der ist wegen seiner... Ich fand eigentlich, die Thematik hätte man jetzt ruhig trotzdem ein bisschen näher betrachten können, muss ich sagen. Ich finde es schon echt krass, aber es liegt wahrscheinlich eher wegen dieser strengen Gesellschaft. Mit diesen wirklich viele Kontrolle. Wie war das nochmal? Sie arbeiten weitaus mehr als wir. Und bei denen ist im Grunde sogar Schlafen auf der Arbeit ganz normal. Teilweise die Familien sehen sich halt 5 Tage lang nicht, weil der Familienvater oder Familienmutter oder was auch immer halt dementsprechend auf der Arbeit schläft. Es gibt ja auch extra Animes mit, wie war das, The Death March? Oder wie, Todesmarsch? Wo die dann wirklich dann so eine Deadline haben, wo sie dann einfach auch dort pennen. Das ist geisteskrank. Also, wir finden das auf jeden Fall geisteskrank, die wahrscheinlich sogar noch normal, aber das ist schon krank. Das ist schon richtig krank. Und dann natürlich auch diese Gesellschaft, die Kinder halt dementsprechend trimmt mit dem Lernen. Wobei, die haben ja wohl viel Spaß in der Schule, zumindest laut Animes. Ob das wirklich tatsächlich so ist, das würde mich mal interessieren. Bei der Deutschen Bahn wäre die Insolvenzrate da 100% A. Ja, die zahlen noch drauf. Gehaltskürzung tatsächlich vor Gericht gegangen. Und hat auch gewonnen und sein Geld wieder bekommen. Nachdem er schon tot war. Naja, 56 Yen. Das ist nicht so viel. Kommen wir lieber wieder zurück zu unserem süßen Maskottchen. Wow. Die gibt's in Japan tatsächlich für alles. Für die Polizei, eine pinke Seegurke für die Marine und natürlich auch für Gefängnisse. Warum die pinke Seegurke für die Marine? Ich werd nicht mehr. Alter, ich nehme natürlich die Marine so richtig. Also ich sehe so die amerikanische Navy Seals. Ich weiß nicht mal, haben die ein Maskottchen? Ich habe keinen blassen Schimmer. Also, und dann kommt die japanische Marine mit der pinken Seegurke irgendwo auf, keine Ahnung, auf so einem Kampfschiff oder was auch immer. Ja, nee. Das kannst du dir nicht ausdenken. Oder die Uniform, auch so in pinken Seegurken-Outfit, so richtig schön pink. Oh. Kevin, die Seegurke. Hi, Kevin. Also kein Witz, falls du mal im Wakayama Frauengefängnis landest, kannst du erstmal Wakapi Hallo sagen. Der Wahnsinn! Also wirklich, ich finde das ein bisschen wahnsinnig. Stellt euch vor, ihr hockt da im Knast und um die Ecke kommt auf einmal Katakuri-chan mit Schlagstock. Wir müssen die schwierigsten Verbrecher unseres Landes zurück in die Gesellschaft holen. Und die Gesellschaft! Da muss ich jetzt mal kurz ehrlich sein, das ist nur Chu-Unko, wörtlich übersetzt. Loyaler Hundehaufen. Und das ist das Maskottchen für saubere Straßen in Tokio. Und da ist es jetzt schon fast selbstverständlich. Und die laufen dann in dem Outfit auch noch, alter Schwede. Ist doch viel zu warm. Endlich, dass auch weniger problematische Bereiche flächendeckend eingesüßt werden. Das ist Moos. Und die ganzen Maskottchen sind natürlich einerseits gut für Merchverkäufe und Tourismus, aber auch für die Bildung. Beruhigt euch, ja? Beruhigt euch. Ich verspreche euch, ihr vergesst auch gleich wieder was für folgende Bilder. Das ist das japanische Außenministerium und das verbeugt sich vor Pikachu. Haha. Was kommt als nächstes? Annalena mit Pumuckl. Warum? Ja, alles klar, damit haben wir doch alles gesagt. Vorurteil also belegt. Und das ist hier ja gar nichts Schlechtes. Warum macht er das? Trotz Tokio, trotz größter Einwohnerzahl der Welt, so sauber. Echt jetzt? Ich finde, das ist ein absolut erstrebenswerter Lifestyle für alles und jede noch so graue Gummizelle ein Maskottchen zu haben. Aber Ach du Scheiße. Aber es hat, ich glaube, du musst halt so bedenken, in jedem Land, egal in welchem Land, gibt es Vor- und Nachteile. Im Grunde müssten wir alle nach Finnland ziehen, weil das ist wohl das glücklichste Land der Welt. Und ich bin von Natur aus ein glücklicher Mensch. Ich muss nach Finnland. Die U-Bahn, du findest keinen Müll. War das nicht Finnland? Ich war mir ziemlich sicher. Schatzi, bist du noch da? Hörst du mich? Welches Land war's? Japan ist ja auch bunt. Und damit kommen wir zu Vorurteil Nummer 2. Japan sieht so aus. Blühende Kirschbäume, Natur, Tempel. Ist natürlich schön gemacht, auf jeden Fall. Schön.
Ich muss mal kurz den Reality-Check machen. Wie lang glaubst du denn, dass Kirschbäume blühen? Fuck! Die sind wirklich nur eine kurze Zeit. Ich glaube, das waren 2 Wochen, oder? Soweit ich das weiß. Wenn gerade nicht die passende Jahreszeit ist, dann sind die Sakura-Blüten aus PVC. Und das ist halt 11 Monate im Jahr lang so. Fast richtig. Und ja, Japan verpackt wirklich Plastik in Plastik in Plastik. 8 Millionen metrische Tonnen Plastikhalskrausen für Schildkröten im Jahr lügen nicht. Aber keine Sorge, die werden ja offiziell gar nicht ins Meer gepackt, sondern bleiben auf dem Land. Und die Städte sehen dabei immer aus, als hätte jemand die Straße sauber geleckt. Und das liegt daran, dass der Müll wirklich einfach auf dem Land gelagert wird, bis kein Land mehr da ist, was wohl bald soweit sein könnte. Oha. Land ist dabei auch relativ. Die Natur in Japan wirkt tatsächlich oft unberührt und wunderschön, aber das liegt nicht zuletzt daran, dass es recht schwer ist, bei einer 45-Grad-Steigung an einem Berg ein Hochhaus zu bauen. Japan ist keine Insel mit 2 Bergen, sondern eine Insel mit 27% Nutzfläche. Und die wird auch genutzt. Und die traurige Realität ist dann, dass Japan eben auch so aussehen kann. Oder so. Und da wird dann aus buntem Cyberpunk ganz schnell grauer Stahlbeton. Krass. Yay! Oder ein Atomkraftwerk am Wasser. Das ist ja wie bei uns in Deutschland. Hier sieht nicht jede Vorstadt aus wie Schloss Neuschwanstein, sondern halt eher wie Haus Entenkacke. Und ich höre die Leute schon sagen, ich finde selbst das Hässliche dort schöner als bei uns. Ich fühle einfach den Vibe, Alter. Und Zikaden. Ja, überleg. Wenn du da aufwächst, fühlst du dieses Vibe-Dinger da nicht mehr. Das ist safe, du fühlst das auf jeden Fall nicht mehr. Bambus, oh. Denk mal, wie spannend du Bambus finden würdest, wenn du den jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit siehst. Das Sag ist ich doch. Nicht anders. Japaner sehen hier zum ersten Mal einen Borkenkäfer in einem Eichenwald und ihnen fliegen die Stäbchen weg. Es ist ja immer krasser, etwas sehen zu dürfen, was man nicht jeden Tag sehen muss. Außerdem sind Zikaden wirklich absolut ugly. Dagegen ist unser oller Eichenfresser wirklich hot. Aber ja, Japan kann natürlich wunderschön sein. Man muss halt nur die richtigen Stellen anschauen. Gilt übrigens auch für in Deutschland. Also es gibt ja wirklich, also gebt mal wirklich, wenn ihr mal sowas wie TikTok nutzt, gebt mal einfach Deutschland schöne Plätze ein. Also ihr findet plötzlich Geheimplätze, die hättet ihr nicht gedacht, dass hier in Deutschland so schön sein kann. Und ich habe zwar kein Interesse daran, aber diese dramatische Pause musste sein. Aber es ist wirklich erstaunlich. In Deutschland, man fährt jeden Tag zur Arbeit, falls man zur Arbeit fahren muss. Ich laufe zur Arbeit, weil ich bin nur 2 Zimmer entfernt davon. Du fährst jeden Tag, manchmal siehst du mal ein paar Wäldle, ein paar Bäumchen, ein paar andere Autofahrer, die du gerne umfahren möchtest. Und du siehst die Natur, die hier halt in Deutschland so üblich ist. Ist halt irgendwann, ich finde es auch nicht so interessant. Ich mag meine Welt hier. Internet. Große Welt, gute Welt. Und vielleicht sind die ollen, abgestellten Wagen in den verlassenen Wäldern, neben den verlassenen Dörfern einfach nur ein Zeichen dafür, dass die Natur sich alles wieder zurückerobert. Oder es hat einfach nur irgendein Arsch sein Mitsubishi in den Wald geschissen, ohne Rücksicht auf Verluste. Vorurteil also? Das ist jetzt schwierig. Ich würde sagen, belegt. Japan Weiß ich noch nicht. Wieso? Kannst du mir ja kurz mal privat schreiben. ist uns optisch in allem überlegen. Ich sag's, wie es ist. Vorurteil Nummer 3. Deutsche Sprache. Leichte Sprache. 私の名はキラヨシカゲ。年齢33歳。 Die eigentlich chinesisch sind. Diese Schriftzeichen bedienen sich aber vor allem leicht verständlichen Formen. Tag 1, Land, Mensch, Jahr, Größe. Das ist so nervig, dass so ein Alphabet für komplett. Guck mal. Das Zeichen könnte ich schon. Warte mal, wo ist meine Maus? Da. Seht ihr das? Das ist schon mal mein Zeichen. Seki. Gibt es hier auch noch irgendwo das Ki? Ki. Die KI, Ki. Nein. Ki. Nein, gibt's nicht. Aber da hier, sehen. Ich habe 3 Boxen, einen Strich nach links und einen Haken nach rechts. Aber schon krass. Jedes Wort ein anderer Buchstabe im Grunde. Anders als bei uns formen nicht Buchstaben die Wörter, sondern Kanji sind oft schon vollständige Ausdrücke. Das Kanji hier heißt zum Beispiel Regen. Und das sieht man irgendwie schon, finde ich. Und dieses Kanji heißt Ka, also Feuer. Und Ich hätte jetzt irgendwie so Mensch gedacht. das ist auch voll einfach. Es heißt aber auch Dienstag. Toll. Und to be fair, bei manchen Ein feuriger Dienstag, du weißt. Kanji ist es wirklich ultra logisch. 1, 2, 3, 4? 4? Wo bist du denn falsch abgebogen? Doch scheiße. Früher konnte man noch 4 Striche schreiben. Aber irgendwann hat man sich gedacht, nö, das erkennt man nicht auf den ersten Blick. Wir nehmen einfach das Kanji für Atem. Das passt.
Die 4 ist aber auch die Pechzahl in Japan, ähnlich wie bei uns die 13. Ne? Shi heißt halt... 13 ist doch nicht die Pechzahl. Sag mal, wo kommst denn du her? Für mich ist 13 eine schöne Zahl, eine richtig geile Zahl. Ich habe 13 gesagt, nicht Alexa, du dummes Ding. Boah. 100 auserwählte Wörter in Zeichen und unter den wichtigsten Wörtern würde ich jetzt auch nicht wirklich Ki sehen. Warum? Ki, die Energie. Safe. Tot. Und vielleicht hat man einfach so einen Kringel gemalt, damit keiner mehr Bock hat, das aufzuschreiben. I don't know, ist meine Theory. Vorurteil, also faktisch überprüft und bestätigt, weil Japanisch lernen, uff. Und wenn du jetzt denkst, du kannst zählen, weil du jetzt die Ziffern gelernt hast. 1, 2, 3, 4, 5, 6, also 7. Die 7 ist verkehrt rum. Die 8 hat nur 2 Striche, alles klar. Alter Schwede. Never. Aber zumindest verstehe ich jetzt die Zeichen hier. Also, die sind immer grundelementar und dann kommt einfach ein Plus oben drüber, wenn du die 10 erreicht hast. Ja, total, ne? Das war Es gibt verschiedene Zählwörter bzw. Regeln für Menschen, Getränke, flache Objekte, kleine Objekte, lange Objekte, Maschinen und so weiter und so fort. Du siehst 3 flache Autos und du bist am Arsch. Schön an Japanisch ist allerdings, dass vieles aus dem Kontext klar wird und man selten bis eigentlich nie von ich oder du sprechen muss. Bis der Kontext irgendwo zwischen den 12 leider nicht gelernten Kanji verloren geht. Na, hast du eins davon falsch gelesen? Ja, good luck. Vielleicht redet jemand von einem Samurai oder dem Boden. Oder du hältst die Zeitung falsch rum. Und jemand schreibt von trocken. Außerdem werden auch Namen mit Kanji geschrieben. Stell dir vor, du lernst jemanden über Mail oder Tinder kennen oder was weiß ich. Und du weißt einfach nicht, wie man den Namen ausspricht. Hallo? Du. Und das sagt man in Japan nicht. Und dann heißen coole Anime-Charaktere grün, Tal, raus, für immer. Ja, besten Dank auch. Aber warte mal. Grün? Das gibt's doch gar nicht. Tatsächlich geht oder fährt man in Japan technisch gesehen nicht bei grün, sondern bei blau. Au, also blau. Naja, klar ist man immer schon blau gefahren. Ist doch logisch. Auf Japanisch hat eine ganze Weile auch Midori, also Aber hier war gonna be. grün beschrieben. Und jetzt sind die modernen Ampeln so grün, wie sie nach internationalen Regeln sein müssen, aber so blau, dass Au trotzdem noch passt und man nicht den ganzen bürokratischen Albtraum hinter sowas Kompliziertem wie einer Straßenlampe umschreiben muss. Und jetzt macht man halt das, was man eigentlich nicht machen sollte. Blau fahren. Vorurteil Nummer 4. Japaner vertragen keinen Alkohol. Long story short, ja. Aber warum? Rituelles Trinken, Beerdigungen, Feierlichkeiten. Alkohol ist auch in Japan ein großes Thema. Yameruchi-kan. Woo! Trinken die nicht sehr gerne Sake? Und auch bei Betriebsfeiern? Das wäre jetzt mindestens mein Klischee, das ich so kenne. Oder? Und das Ganze hat mit der japanischen Arbeitsmoral zu tun. Japan hat eine super kleine Arbeitslosenquote, es stehen aber eben auch 8 Leute mit bunten Lichtstäben an einer kleinen Baustelle und schauen, dass kein Passant reinfällt oder so. Ehrlich, ich glaube, die stehen da noch rum und sehen aus wie ein D&D-Treffen vom Sith Club aus der 8. Klasse. Fakt ist aber, egal wo, es wird eigentlich in der Regel lang geblieben und viel gearbeitet. In der japanischen Kultur ist es extrem wichtig, dass man einen Beruf hat und oft auch, dass man sich mit seinen Kollegen ordentlich einen reinballert. Nomikai, let's go! Pro Kopf trinkt unser Lieblingsinselvolk so dabei 8 Liter puren Alkohol im Jahr. Das ist viel. Wie viel sind wir bei Deutschland? Ich Es war so klar. Wir, die Geber des Biers. Ist ja klar, ne? Das ist absolut. Wobei, gegenüber Russland mit Geber des Wodkas wäre schon mal wirklich eine Herausforderung, oder? Das wäre mal echt nett, wenn jemand ganz kurz mal schauen würde, wie viel Russland da so trinkt. Oh Gott, ey, Junge. Das ist schon heftig. Aber ich würde mal echt gerne Sake probieren, aber ja, ich weiß nicht. Ich sag's nur, wir haben damit kein Problem. Nein. Gesoffen und getanzen. Der Zimmermann hat ausgetanzt. Aber ein Glas So, gesoffen und unseren getanzt. japanischen Freunden schon, was bei uns erst nach dem 48. Wodka Lemon einsetzt. Man ist angeschwipst, rot im Gesicht, Organversagen. Und das gibt's wirklich. Das Ganze nennt sich Alkoholintoleranz. アルコール非対症 Ach komm, egal. Vor etwa 10.000 Jahren haben die Urväter Asiens angefangen, Reis als Grundnahrungsmittel anzubauen und selbigen durch Fermentierung haltbarer zu machen. Und dabei entsteht richtig Sake! Bums! Und Leute sind dann regelmäßig einer Überdosis Reisethanol aus den Reisstrohschlappen gekippt. Na, du Nacktfrosch!
Wer bist du, hä? Der Drunken vom Lieber, aber auch wirklich geile Folge. Also wirklich, da musste ich schon lachen. Ein entsprechender genetischer Vorteil war hier eine natürliche Alkoholintoleranz, damit man erst Muskelschmerzen und Bauchschmerzen kriegt, bevor man für immer Sayonara sagt. Und entsprechend gibt es heute messbar mehr Asiaten, die weniger Enzyme für den Abbau von Alkohol in der Leber produzieren. Seht ihr das? Ich kann nicht sicher, ob es mein Grafik hat, aber der flackert doch da an der messbar Stirn. mehr Asiaten, die weniger Enzyme für den Abbau von Alkohol in der Leber produzieren. Vorurteil, wissenschaftlich belegt, aber hält halt kaum jemanden auf. Ist genauso wie bei Milch mit Laktoseintoleranz. Geht rein, aber geht halt auch irgendwie wieder raus. Kampai! Und nein, Japan ist nicht per se gesünder als Deutschland. Aber dafür ist Japan ja das Land der Halbleiter, modernen Zügen und Roboter. Aber sie essen doch sehr viel Rohkost, verhältnismäßig zu uns. Also je nachdem. Klar, also der Durchschnitt ist wahrscheinlich trotzdem ziemlich nah, aber viele sind ja doch eher dann traditionell eher mit Rohkost, oder nicht? Oder ist es wirklich auch nur ein Klischee mit den Bento-Boxen und alles? Darf es noch eine Portion Reis sein? Natürlich. Bitte sehr. Geben Sie mir bitte noch eine Portion Reis in mein Schälchen. Teil Nummer 5. Japan ist modern. Ich habe früher auch mal gedacht, dass Tokio die absolute High-End-City ist. Aber das stimmt gar nicht. Also nicht immer. Außer Toiletten. Die sind wirklich freaking Raumschiffe. Manchmal. Aber du denkst vielleicht, dass man überall mit Karte zahlen kann. Jokes on you. Stell dich schon mal drauf ein, mit dem Sack Bargeld rumzulaufen und viel schlimmer. Ich glaube, in Japan musst du auch sogar eine extra Karte haben, damit du überhaupt Geld holen kannst. Eine spezielle Karte, die es nicht so hier gibt. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, ob ich das jetzt nicht irgendwie verwechsel. Also es ist schon etwas spezieller. Aber die Toiletten sind wohl auch anscheinend sauber, ne? Auch die öffentlichen Toiletten. Und die gibt es da wirklich en masse anscheinend. Wie gesagt, das, was ich so jetzt mitbekommen habe, ob das alles Tatsachen sind, weiß ich nicht. Müsste man selber googeln. Deswegen sage ich auch, es könnte auch gelogen sein. Haufen 1-Yen-Stücke. Die sind wie Sand. Du packst deinen Koffer auf und auf einmal hast du das Zeug in der Ritze. Und ähnlich viel wert ist das 1-Yen-Stück auch noch. Ach du Aber dafür ist es Scheiße. leicht genug, dass es auf Wasser schwimmt. Das ist so wenig wert, nicht mal Wasser will das haben. Cool. Yen ist furchtbar. Vielleicht kann ich auch einfach nicht gut genug rechnen, aber Währungen mit Zehntausender Scheinen sind mir einfach suspekt. Und dann ist Trinkgeld in Japan ja einfach kein Thing, also kriegst du immer auf den Yen genau deine Yen-Stücke auch zurück. Ist das nicht toll? Nein. Und weiter draußen wird's noch schwieriger. Ihr könnt froh sein, dass man im Nintendo eShop mit Karte zahlen kann. Und du willst vielleicht ein Ticket für den modernen Shinkansen kaufen? Mit dem Handy? Mit dem Handy bezahlen ist ja schon scheiße genug, aber beim Ticketkauf am Schalter, ich sag's mal so, wenn man den Rechenschieber und das Faxgerät benutzen kann, dann werden die auch benutzt. Und ja, das Sushi kommt auf dem Laufband, aber ist das wirklich modern? Oder nicht einfach nur ein Gimmick? Und wenn du irgendwas von den Behörden willst, ohne Passierschein A38, kommst du da nicht weit. Wir wollen weiter nicht als den Passierschein A38. Oh Gott. Und dann musst du Die Prüfung. 10 Zettel ausfüllen und mit 13 Angestellten sprechen, bevor du einen Antrag auf irgendwas stellen kannst. Aber ist nicht auch das irgendwie genau das, was wir an Japan so lieben? Die gute alte Tradition. Zum Beispiel die Tradition des Bauchnabelfestivals. Ich liebe Japan. Aber was denkt das Internet eigentlich über uns Deutsche? Das kann man hier sich anschauen. Habt ihr noch mehr japanische Vorurteile, Stereotypen und Co.? Habe ich was vergessen? Habe ich was falsch gesagt? Also, Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, diese Stereotypen, also wirklich diese, was denkt das Ausland über Deutsche und andersrum, kann ich euch von Malternativ wirklich empfehlen, finde ich sehr, sehr cool. Gönnt euch auf jeden Fall da ein Mütze Videos? Sagt man, glaube ich, nicht so. Wenn ihr bis hierher geschaut habt, erstmal ein großes Dankeschön dafür, dass ihr so treu seid. Schaut euch auch gerne mal die neuesten Videos an. Falsche Seite. Schaut euch gerne mal die neuesten Videos an, die ich selber produziert habe. Keine Reaction. Es ist zwar Gaming, aber schaut euch bitte die mal an. Einfach nur, um ein bisschen noch Support zu leisten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Goodbye.